Hallo meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute geht es zwischen Berg und Tal, zwischen Elend und Schirke, aber ich verspreche euch, das wird alles andere als ein Elend, sondern eine ganz tolle Wanderschaft und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Schirke, dieses kleine, aber reizvolle Dörfchen zu Füßen des Brockens, soll Ausgangspunkt unserer Wanderung sein. Zunächst laufen wir gemütlich die alte Wernigeröder Straße entlang, genießen die tollen Häuser und vor allem den Blick hinüber nach Niedersachsen zum Wurmberg. Ihr wundert euch über die vielen Hexen am Hotel Brockenblick? Ich bitte euch, wir befinden uns zum einen im mystischen Harz, zum anderen war der 30.04. Tag dieser Wanderung. Die Walpurgisnacht liegt vor uns. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wo all dieses Brauchtum mit Hexen und Teufel herkommt? In einem der nächsten Filme möchte ich versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Schreibt dennoch gerne eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Jetzt orientieren wir uns in Richtung Stempelstelle Helenenruh bzw. Elend. Leider machen aktuell die Harzwälder, besonders hier im Oberharz, kein besonders gutes Bild. Aber auch darüber werden wir in einem weiteren Film sprechen. Heute ist für dieses Thema kein Platz. An der Helenenruh angekommen, finden wir zum einen eine Stempelstelle für die Harzer Wandernadel, zum anderen einen schönen Ausblick in Richtung Brocken. Voraussetzung ist klare und gute Sicht, was beim Brocken jedoch schwierig ist. Mit statistischen Werten ist es zwar immer so eine Sache, aber man spricht davon, der Brocken sei nur an 58 bis 65 Tagen im Jahr zu sehen. Doch nun steigen wir erst einmal abwärts in Richtung Elendstal. Vergesst aber bitte nicht, einen kleinen Abstecher zu machen und diesen kurzen Pfad zu folgen. Ihr würdet es wahrhaftig bereuen. Im Tal der Kalten Bode angekommen, gibt es mehrere Varianten. Als Freund der Eisenbahn wollte ich natürlich als erstes zum Bahnhof laufen. Mit etwas Glück oder einem vorherigen Blick auf den Fahrplan bekommt ihr bei der Einfahrt vom Bahnhof Elend dieses Schauspiel geboten. Ihr wollt die ganze Einfahrt sehen und hören? Dann drückt rechts oben auf den Link in der Infobox. Diesem schönen, leicht abgewandelten Zitat von Hermann Löns am Ortsanfang gibt's nichts hinzuzufügen. Schließlich erreichen wir den sehr sehenswerten Bahnhof, aber man kann, wenn man nicht gerade auf der Jagd nach der Eisenbahn ist, entweder einen Zug an der Einfahrt oder hier am Bahnhof filmen. So laufen wir satt gesehen an diesem architektonischen Schmuckkästchen weiter in die Ortsmitte hinunter. Zugegeben, klein ist diese Kirche von Elend wirklich, dafür aber sehr sehenswert. Auch wenn sie aktuell eingerüstet ist, ihr solltet diesen kleinen Umweg wirklich nicht scheuen. Zum einen hält sie einen Rekord, nämlich als kleinste Holzkirche Deutschlands. Zum anderen wartet vor der Kirche ein Sonderstempel für die Harzer Wandernadel auf uns. Stopp! Wer denkt, er hat jetzt seinen Stempel und kann weitergehen, der macht den nächsten Fehler. Diese Kirche ist so schön, da kann man einfach nicht daran vorbeigehen. Obendrein verfügt dieser Sakralbau über eine ganz besonders spannende Geschichte, welche natürlich sehr eng mit dem Ort verknüpft ist. Diese ist aber derart umfangreich, deshalb wird es hier demnächst einen Extrafilm darüber geben. Doch Vorsicht, wie erwähnt liegt die Walpurgisnacht vor uns. Und schaut, wer schon alles unterwegs ist. Nicht nur nach Rom führen viele Wege, sondern auch zurück nach Schirke. Ich würde euch den Weg über den Teufelsstieg in Richtung Schnarcherklippe empfehlen. Wir durchqueren die Eisenbahnbrücke und finden uns an der Kalten Bode wieder. Keine Sorge, dem Teufel sind wir hier nun wirklich nicht begegnet. Dafür finden wir hier unten eine Menge Tafeln mit Zitaten aus Goethes Faust. Das Passende als Einstimmung für diesen
vor uns liegenden romantischen Teufelsstieg. Auch wenn das Tal der Kalten Bode hier oben nicht ganz so wild ist wie zwischen Treseburg und Thale, welches wir ja bereits gemeinsam besucht haben, so ist es dennoch wundervoll und sehenswert. Und jetzt stoßen wir auf ein erstes Problem. Soll man diversen Schildern glauben oder nicht? Eine Alternative gibt's auf jeden Fall am anderen Ufer, aber das ist ein breiter und befestigter Fahrweg für den Forstwirtschaftsbetrieb. Oder wurde einfach nur vergessen, das Schild wieder zu entfernen? Das haben wir nämlich auch schon erlebt. Nicht nur wir waren der Meinung, probieren wir es und schauen, wie weit wir kommen. Doch Stand 30.04.2022 sehen wir bald das Dilemma. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Variante 1 ist umkehren. Variante 2 wählten andere Leute, versuchen über die Steine der Bode einen Weg zu finden. Variante 3, über die umgestürzten Bäume klettern. Wie ihr seht, wir haben es gut gemeistert. Janas Yoga-Wandern hilft also wirklich und ist unter anderem gut für die Beweglichkeit. Aber ich möchte dennoch an euch appellieren. Überlegt euch gründlich, für welche Variante ihr euch entscheidet. Ist dieses Hindernis bewältigt, werden wir mit diesen wundervollen Natureindrücken mehr als belohnt. An der Bodebrücke angekommen, eröffnen sich uns wieder jede Menge Möglichkeiten. Wir wollen ja noch nicht so schnell zurück, deshalb behalten wir weiter die Ausschilderung Schnarcher Klippe bei und kraxeln diesen schmalen, aber schönen Pfad nach oben. Aus dem Wald getreten haben wir, der Vorteil des traurigen Waldsterbens, einen freien Blick hinunter in Richtung Schirke bzw. auf den gegenüberliegenden Schirker Ortsteil mit dem Bahnhof. Doch aufgepasst, wir müssen weiter nach oben. Zunächst links den breiteren Forstweg in Richtung Barenberg, welcher aber schnell in diesen gemütlichen Waldpfad übergeht. An der nächsten Kreuzung müsst ihr noch eine weitere Entscheidung treffen. Der von hier kürzeste Weg zu unserem Zielort Schirke würde direkt über die Schnarcherklippen führen. Wir fühlen uns jedoch fit, der Tag ist noch jung, also biegen wir nach links ab Richtung Barenberg. Die Ausschilderung ist zwar perfekt und verlaufen geht eigentlich gar nicht, dennoch stelle ich euch die Links von Komoot und Outdoor Active wie immer unten in die Beschreibung zum Video. Bei Bedarf könnt ihr euch dort die GPS-Daten herunterladen. Wir folgen diesen angenehmen Waldpfad, schließlich öffnet sich der Wald, oder besser, er ist auch hier verschwunden. Unter uns liegt jedoch die schöne Aussichtskanzel Barenberg, also kraxeln wir diesen Pfad nach unten. Auch wenn der Anblick des scheinbar toten Waldes auf den ersten Blick ziemlich schockierend wirkt, schaut doch bitte etwas genauer hin. Der Wald ist nämlich gar nicht so tot, wie der erste Eindruck vermittelt. Der Wald beginnt sich nämlich von ganz alleine zu erholen. Das finde ich so ein großes Wunder. Wir sollten, so finde ich, einmal innehalten und nachdenken. Klar ist es eine alte Binsenweisheit. Wir brauchen die Natur braucht uns aber nicht. Hier wird es uns sehr praktisch demonstriert. Doch gehen wir zur Aussichtskanzel. Wir bekommen einen schönen Blick geboten und zur Belohnung wartet der nächste Stempel der Harzer Wandernadel auf uns. Mit Glück sogar einen weiteren zusätzlichen Bonbon. Vorausgesetzt, der Fahrplan ist uns hold, nämlich ein weiterer schöner Ausblick auf die Harz-Querbahn. Haben wir uns gestärkt, kraxeln wir wieder nach oben. Folgen einige Meter unseren Weg von vorhin ein Stück zurück. Doch aufgepasst, wir müssen dann links nach oben diesem Pfad und der grünen Markierung folgen. Diese führt uns zunächst zum Barenberg selbst. Von dort laufen wir nicht lange und erreichen schließlich die Schnarcherklippen, welche wir schon so lange im Visier haben.
Und vieles Spannende und Interessantes finden wir hier. Doch woher kommt der eigenartige Name für diese bizarren Felsgebilde? Also zwischen den Klippen liegt wirklich niemand, der schläft und schnarcht. Der Name hat einen anderen Ursprung und der ist so simpel wie reizvoll, wodurch selbst Goethe, ja auch hier war er bereits, angeregt wurde und in beiden Teilen des Faustes den Schnarcherklippen ein Denkmal gesetzt hat. Im Teil 1 heißt es: Seh die Bäume hinter Bäumen, wie sie schnell vorüberrücken, und die Klippen, die sich bücken, und die langen Felsennasen, wie sie schnarchen, wie sie blasen. Im zweiten Teil dann: Der Blocksberg bleibt ein gar bequem Lokal, wo man auch sei, man findet sich zumal. Frau Ilse wacht für uns auf ihrem Stein, auf seiner Höhe wird Heinrich munter sein. Die Schnarcher schnauzen zwar das Elend an, doch alles ist für 1000 Jahre getan. Die Erklärung für den Namen lautet: Bei Wind aus südöstlicher Richtung erzeugen die Klippen eigenartige Geräusche, und da diese ans Schnarchen erinnern, hatte die Felsformation ihren Namen gefunden. Doch der Merkwürdigkeiten gibt es hier noch mehr. Der Kompass funktioniert hier oben nicht mehr richtig. Woran das liegt? Im Gestein befindet sich Magnetit und dieses lenkt die Nadel ab. Doch genug der Theorie. Wer genießen will, der sollte unbedingt über die vorhandenen Leitern nach oben kraxeln. Auch wenn wir, wie ihr seht, ziemlich trübes Wetter hatten, es lohnt sich auf jeden Fall. Quasi als Kompott gibt es hier den nächsten Stempel für die Harzer Wandernadel. Für den Abstieg nach Schirke wählen wir den Weg über die Mauseklippen. Aber wie ihr seht, selbstverständlich gibt es noch viele verschiedene Möglichkeiten für weitere Touren. Der Anblick der Mauseklippen oder auch oft als Mäuseklippen bezeichnet, finde ich wunderschön. Nur eins konnte ich nicht herausfinden, nämlich wo der Name herkommt. Vielleicht weiß es jemand von euch? Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und neugierig. Unten im Tal liegt bereits unser Ziel Schirke vor uns. An der gegenüberliegenden Talseite können wir uns immer wieder an der Eisenbahn erfreuen. Egal ob Dampflok oder das Harzkamel. Schließlich erreichen wir den Ortsrand dieses gemütlichen Dörfchens. Aber wo viel Licht, da existiert leider auch Schatten. Traurig der Anblick des ehemaligen schönen FDGB-Erholungsheimes Hermann Dunker. Umso mehr können wir uns am sonst schön herausgeputzten und geschmückten Schirke erfreuen. Wer wie wir am 30.04. unterwegs ist, wird eine Menge Hexen und anderes Volk entdecken. Mit einem letzten Blick auf die Mauseklippe möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Wanderung zwischen Berg und Tal um Schirke. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!